Deutschland hat nach den USA und anderen englischsprachigen Ländern die größte Verbreitung an QAnon-Schwurbelei zu verzeichnen. Sogar die AfD hat letztes Jahr dieses Video geteilt. Geht auf Adrenochrom, Bilder, wenn ich das ertragen kann. Seitdem auf Facebook, YouTube und Co. immer mehr Hassrede gelöscht wird, haben sich die QAnon-Schwurbler weitestgehend in ihre Echokammern auf Telegram zurückgezogen. Aber natürlich hängen sie auch hier auf YouTube noch rum und bekennen sich immer noch öffentlich zu QAnon. Für mich ist Q eine Mischung aus Deep Throat, also so ein Informant einfach, und aber Jesus. Bei anderen ist es nicht ganz so einfach zu erkennen. Dieser Typ hier zum Beispiel wirkt auf den ersten Blick gar nicht wie ein QAnon-Verschwörer. Moin Moin, ihr Lieben. Herzlich willkommen im Rettet die Kinder. Naja, auf den zweiten Blick. Dieser Möchtegern-Staat, der irgendwo ist, das ist die Schutzkommission der Pedos mittlerweile. Er hat eine Art Initiative gegründet, die angeblich laufend Beweise dafür findet, dass die deutschen Jugendämter uns die Kinder klauen und sie an Pedos weiterverkaufen. Auf keinem seiner Kanäle findet man eine öffentliche Internetseite, eine Telefonnummer oder eine Adresse seines komischen Vereins. Das Einzige, worauf er immer wieder hinweist, ist eine GMX-E-Mail-Adresse und ein PayPal-Überweisungslink. Interessant ist, dass er das Wort QAnon selber gar nicht in den Mund nimmt. Zumindest nicht direkt. Dog Whistling ist ein Begriff aus den USA. Er bezieht sich auf die Praktik, gezielt Codewörter oder Doppeldeutigkeiten zu nutzen, um möglichen Gleichgesinnten zu signalisieren, dass man einer von ihnen ist, ohne aber die Möglichkeit zu verlieren, sich gegebenenfalls doch noch davon abzugrenzen. Buntes Trier, nicht mit mir, 444! In Deutschland ist es zum Beispiel in den meisten Kontexten illegal, Heil Hitler zu rufen und das kommt auch generell nicht so gut an. Was macht also ein Nazi-Club, der trotzdem seine Gesinnung signalisieren möchte? Er nennt sich Club 88. Klingt erstmal harmlos, aber für jeden anderen Nazi ist klar, H ist der 8. Buchstabe im Alphabet, 88 gleich HH gleich Heil Hitler. Das klingt so kindisch, dass es mir selber jetzt auch albern vorkommt, das zu erklären, aber genau darin liegt eine weitere Stärke der Strategie. Denn jeder, der jetzt hinkommt und sagt, der Name Club 88 hat doch eindeutig was mit Nazis zu tun, kann direkt als paranoider Spinner dargestellt werden. Aber genauso funktioniert es bei anderen Schwurblern im Grunde auch. Am 22. Mai 2020 twitterte die junge Alternative Baden-Württemberg dieses Bild. Wer einigermaßen gefuchst ist, erkennt natürlich direkt an den Hashtags, auf welchen Zug hier aufgesprungen wird. Wer aber nur das Bild sieht, mag sich vielleicht erst fragen, was dieser komische Buchstabensalat da unten zu bedeuten hat. Er steht für Where we go one, we go all. Was frei übersetzt so etwas Ähnliches bedeutet wie einer für alle, alle für einen. Unter QAnonern ist das eine Art Schlachtruf. Laut ihrer Mythologie prangte er einst auf der Glocke des Segelschiffs von John F. Kennedy. John F. Kennedy ist laut QAnon-Mythos übrigens entweder wahlweise noch am Leben oder wurde vom Deep State ermordet oder ist sogar die Person, die sich hinter Q verbirgt. Natürlich stand Where we go one, we go all niemals auf irgendeiner Glocke, auf irgendeinem Schiff von irgendeinem erschossenen Ex-Präsidenten der USA, sondern wurde einfach aus dem Ridley Scott-Film White Squall geklaut. Where we go one, we go all. Ich fand übrigens Prometheus besser. Auch andere Slogans und Begriffe fallen bei QAnon-Leuten besonders häufig. Sie reden zum Beispiel sehr gerne übers Wetter. Sie haben 3 Tage. Dann bricht der Sturmwirbel los. Der Tag des Sturms ist angeblich der Tag, an dem durch eine Verhaftungswelle oder durch eine gewaltsame Revolte der Deep State, also die Verschwörung aus Kinderblut trinkenden Eliten, entmachtet wird. Der Begriff ist eng mit der Entstehungsgeschichte von QAnon verbunden. Am 5. Oktober 2017 sagte Trump nach einem Treffen mit der militärischen Führung der USA, dies sei jetzt die Ruhe vor dem Sturm. Damit hat er sehr viel Spekulation im Internet ausgelöst und tatsächlich benutzte ein anonymer Poster auf 4chan diese Stimmung, um seinen ersten Post abzugeben unter dem Kürzel Q. In diesem Post sagte er, dass dieser Sturm eben diese Verhaftungswelle sei und machte sogar nachher noch ganz genaue Vorhersagen. 2500 Anklagen würden in den nächsten Tagen öffentlich gemacht und Hillary Clinton und andere würden verhaftet werden. Natürlich ist das nie passiert, aber seitdem eifern QAnon-Anhänger diesem Tag entgegen. Es gibt aber auch noch einen weiteren Begriff, der sehr oft benutzt wird, vor allem in Deutschland. Hier in Deutschland ist der Sumpf tief. Biden und die EU in einem kriminellen Pedosumpf. Der Sumpf ist so tief, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Dieser Begriff hat seinen Ursprung in Drain the Swamp, einem der Wahlslogans von Donald Trump. Erstmal klingt es wie ein harmloser Aufruf zum Kampf gegen Korruption, aber natürlich hat er nach guter alter Hundepfeifenmanier auch eine zweite Bedeutung. Der Kampf gegen eine Kabale von pädophilen, satanistischen Eliten. Schon seit dem Mittelalter
existiert die sogenannte Ritualmordlegende. Die besagt, Juden und Jüdinnen würden angeblich bei satanistischen Ritualen das Blut von christlichen Kindern trinken. Antisemitische Erfindungen wie diese haben sich tief in unsere Kultur eingebrannt und natürlich fallen bei QAnon öfter Namen wie Rothschild und Soros anstatt von Albrecht und Oetker zum Beispiel. Jetzt kann man sich zu Recht fragen, was hat das alles noch mit Kindern zu tun? Moin Moin zusammen. Ja, ich bin doch da wieder. Und zwar... Ich weiß jetzt, wo die Reise hingeht. Spätestens, wenn man auf einem der Telegram-Kanäle dieser Leute landet, merkt man, dass es plötzlich auch um ganz andere Sachen geht. Corona-Ausschuss. Wird hier Völkermord betrieben? Die Kelten hatten eine Tradition. Nach einer Epidemie opferten sie ihren Anführer. Ich sage es nur. Deutschland immer zuerst. Herzlichste Geburtstagswünsche. Dem Zweiten Deutschen Reich. Perfekter Tee für jede Stimmung. Spätestens jetzt sollte einem eines klar werden: Die Kinder sind Mittel zum Zweck. Alle hängen mit drin. Und mit der Kindernummer jetzt, damit kriegen wir sie am Arsch. Wenn man wirklich Kindern in Not helfen will, gibt es genug seriösere Möglichkeiten als das PayPal-Konto von irgendeinem dahergelaufenen YouTube-Schwurbler. Es gibt Stiftungen und Vereine, die eine Adresse, einen Briefkasten und eine Telefonnummer haben, die ihre Jahresberichte offenlegen und einem transparent machen, wofür sie das Geld ausgeben, das man ihnen spendet. Viele dieser Organisationen haben übrigens auch eine klare Meinung zu QAnon. Im Oktober 2020 unterzeichneten 96 von ihnen einen offenen Brief, in dem sie die QAnon-Bewegung verurteilen und sagen, warum diese Schwurbelei ihnen die Arbeit noch schwieriger macht. Dazu kommt noch, dass viele führende Personen der QAnon-Bewegung selber mit Kinderpornografie in Verbindung gebracht wurden. Eins der größten QAnon-Subforen auf Reddit musste geschlossen werden, nachdem einer der Moderatoren zugab, selber seit Jahren an einer Liebe zu minderjährigen Mädchen zu leiden. Jim Watkins, der Betreiber von 8kun, der Plattform, auf der Q im Moment postet, ist eine der Personen, die selber höchstwahrscheinlich einmal Kontrolle über den Q-Account hatten und ist im Besitz von Domains, die höchstwahrscheinlich Kinderpornografie enthalten. Ich meine, Trump selber wurde angeklagt, im Jahr 1996 eine 13-Jährige vergewaltigt zu haben. Warum haben QAnoner zu diesen Leuten keine Theorien? Weil es ihnen egal ist. Man darf nicht vergessen, dass viele dieser Leute an einem realen Punkt abgeholt werden. Es gibt immer wieder reiche Männer, die mit jahrelangem Missbrauch Schlagzeilen machen. Und ja, die Vertuschung dieses Missbrauches kann institutionell betrieben werden, wie uns Fälle in der Kirche zeigen. Jetzt kann man sich fragen, warum das so ist. Man könnte zu dem Schluss kommen, dass das alles komplexe, systematische Probleme sind, die weit über das Fehlverhalten von einzelnen Personen hinausgehen. Man müsste sich damit konfrontieren, dass man selber in seinem Alltag, und sei es noch so minimal, zu diesen Problemen beiträgt oder sie zumindest stillschweigend duldet. Aber was? Wenn man sich diese ganzen schmerzhaften Gedanken gar nicht machen muss. Was, wenn vorher jemand auf dich zukommt und dir sagt, es gibt da eine Verschwörung. Das Problem ist nicht strukturell, es sind nur die falschen Leute an der Macht. Böse Leute, nicht so wie du und ich. Aber wir können etwas dagegen tun. Folg mir auf Telegram, überweis mir was bei PayPal. Natürlich nur, wenn du möchtest. Du kannst beim großen Erwachen dabei sein und uns helfen, wenn der Tag des Sturms kommt. Denn du bist einer von den Guten. Das fühlt sich gut an. Ja, danke fürs Gucken und danke vor allem für das viele Feedback zu dem letzten Video. Jetzt bleibt natürlich noch die Frage, wie soll man mit diesen Leuten überhaupt umgehen, und darum soll es im nächsten Video gehen. Falls euch das interessiert, abonniert doch den Kanal. Bis zum nächsten Video und danke.